Ja, DFB-Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat ja gestern seinen Deutschlandkader für die Fußball-Weltmeisterschaft vorgestellt. Und ja, die meisten Nominierungen sind absolut klar und auch richtig. Aber ja, ich hätte da schon auch ein paar andere Spieler für die WM in den deutschen Kader berufen. Und da schauen wir uns heute zusammen in diesem Video genauer an. Fangen wir an, ja richtig, mit den deutschen Torhütern. Und okay, klar, Oliver Baumann auf jeden Fall verdient von der TSG Hoffenheim mit zur WM zu fahren. Manuel Neuer im Endeffekt auch wieder eine super Saison gespielt, gerade in der Champions League. Und Alexander Nübel war ja bis dato auch dann immer der zweite Torwart während der WM-Qualifikation hinter Oliver Baumann, daher auch völlig verdient, dass Alexander Nübel aktuell noch beim VfB Stuttgart. Er wechselt ja wieder zurück nach seiner Leihende am 30.06. zum FC Bayern. Klar, Baumann hätte es natürlich auch verdient, jetzt natürlich bei der Weltmeisterschaft in dem deutschen Tor zu stehen. Natürlich aber darf man auch nicht vergessen, Manuel Neuer, ein Weltklasse-Torhüter, immer noch auf einem Top-Niveau. Und auch für mich zählt Neuer immer noch zu den besten Torhütern aktuell auf der Welt. Und wie gesagt, gerade in der Champions League gegen Real Madrid, gegen Vinicius Junior hat man gesehen, wo er auf Neuer zugelaufen ist. Da hat er schon Angst bekommen quasi, wo er Neuer vor sich hatte und ist dann rechts weggedrängt worden von Manuel Neuer. Oder auch gegen PSG, Dembele, auch so eine Szene, da merkt man schon, dass gerade auch die Weltklasse-Stürmer Spieler immer noch einen mega Respekt vor einem Manuel Neuer im Tor haben. Auch daher deswegen schon ganz okay, dass Nagelsmann Neuer mit zur WM auf jeden Fall mitnimmt. Klar, Jonas Urbik war ja auch im Gespräch für einen aktuellen Kaderplatz. Er ist mit dabei, aber mehr für das Training unter den Torhütern. Nagelsmann hat aber auch noch gesagt, falls zum Beispiel ein Baumann, ein Neuer oder Nübel verletzt ausfallen würden, wäre halt Jonas Urbik auch gleich vor Ort in Amerika zum Beispiel und könnte dann einspringen. So aber auf jeden Fall alle verdient, Oliver Baumann, Manuel Neuer und wie gesagt auch Alexander Nübel mit zur WM zu nehmen für das deutsche Tor. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Defensive an. Und klar, da gab es schon für mich die ein oder zwei Überraschungen, die ich hätte jetzt so nicht unbedingt nominiert für Deutschland, für die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber okay, das ist halt jetzt hier die Auswahl von Julian Nagelsmann. Fangen wir an, Waldemar Anton, auf jeden Fall hochverdient von Borussia Dortmund. Auch wieder konstant eine sehr gute Saison gespielt. Daher auf jeden Fall auch verdient die Kadernominierung für Deutschland. Dann natürlich auch Nessiln Braun von Eintracht Frankfurt. Gut, ich habe ihn bei meinem Video für die Kadernominierung für Deutschland nicht mitgenommen, aber klar kannst du einen Born auch mitnehmen. Linksverteidiger, super schnell, auch zweikampfstark. Ich hätte da zwar mehr mit Mittelstädt vom VfB Stuttgart gerechnet, aber nein, Born ist schon eine gute Alternative. Dann Pascal Groß, gut, den hätte ich jetzt unbedingt nicht mitgenommen. Klar, Premier League, Stammspieler bei Brighton, zentrales Mittelfeld, könnte auch defensives Mittelfeld spielen. Für Pascal Groß hätte ich da aber schon jemanden anderen mitgenommen und dazu dann auch gleich mehr im Video. Joshua Kimmich auf jeden Fall natürlich gesetzt als Rechtsverteidiger, wie auch Felix Mensah nach seiner Verletzung ganz schnell wieder zurückgekommen. Natürlich auch muss er mit, gerade fürs deutsche zentrale Mittelfeld von Borussia Dortmund, auch schon Spielmacherqualitäten, auf jeden Fall Nominierung perfekt. Alexander Pavlovic vom FC Bayern natürlich auch. Und wie man hört, wird er, denke ich, dann auch mal in der Startelf stehen für Deutschland bei der Weltmeisterschaft. Dazu nachher aber auch mehr. Am Ende des Videos gibt es dann auch nochmal meine Deutschland-Startelf für die Weltmeisterschaft. Ja, David Raum habe ich auch genommen als Linksverteidiger. Ich denke mal auch, er wird gesetzt sein und Braun kommt da mehr für die zweite Hälfte. Antonio Rüdiger, habe ich in meinem Video gesagt vor ein paar Tagen, hätte ich aus gewissen Dingen nicht mitgenommen, wie er manchmal auf dem Spielfeld auftritt oder auch manche Kommentare in den Kameras. Das ist für mich nicht unbedingt würdig für einen deutschen Nationalspieler. Dann auch noch manches Verhalten von Rüdiger halt oder auch manches Eingehen in Zweikämpfen hat er es für mich persönlich ein bisschen übertrieben. Aber okay, Nagelsmann nimmt ihn mit. Daher seine Entscheidung. Nico Schlotterbeck auf jeden Fall natürlich verdient vom BVB, auch wieder eine super Saison,
Auch als Führungspersönlichkeit hat er sich super weit entwickelt, enorm entwickelt. Und daher denke ich auch mal, wird Schlotterbeck in der Innenverteidigung in der Startelf stehen. Angelo Stiller hätte ich auch mitgenommen. Eine super Saison beim VfB Stuttgart. Gerade auf der Sechserposition. Aber auch, er hat gute Passqualitäten. Auch was die Offensive mit angeht, hat er so sein Auge für die Mitspieler. Aber auch hin und wieder mal torgefährlich. Dann natürlich auch Tah vom FC Bayern München. Auch eine super Saison. Hat sich nochmal enorm gesteigert. Nach seinem Wechsel von Leverkusen nach Bayern. Auch in der Champions League nochmal gezeigt, dass er halt sich da nochmal gesteigert hat. Auf jeden Fall, denke ich auch mal, Stammelf in der Innenverteidigung für Deutschland. Dann hätte ich auch mitgenommen, Thiaw von Newcastle United, Premier League, Stammspieler dort, Innenverteidiger, auch in der Champions League in der aktuellen 10-mal gespielt von Anfang an. Also auch da, Thiaw, finde ich schon eine ordentliche Nominierung von Julian Nagelsmann. Klar, wie gesagt, für Pascal Groß hätte ich da vielleicht jetzt nicht unbedingt von den Positionen dasselbe, aber zum Beispiel Hassan Cuadrago von Leipzig nominiert, junger Spieler, aber auch sehr talentiert. Da hätte ich zum Beispiel gesagt, okay, Groß, da hätte ich dann vielleicht Cuadrago von Leipzig nominiert. Dazu kommt noch, denke ich mal, dass Angelo Stiller allein von der Bundesliga-Leistung da schon vor Groß im Ranking steht. Also da hätte man dann auch Groß sagen können, ja, tut mir leid, da nehme ich dann vielleicht einen jungen Spieler mit. In dem Fall hätte ich dann halt Hassan Cuadrago von Leipzig nominiert. Aber so ist das Ganze schon, gerade in der Defensive, sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, bis auf Rüdiger, den hätte ich ganz klar nicht mitgenommen. Klar, ein Pascal Groß kannst du mitnehmen, aber auch bei seiner Zeit in der Bundesliga bei Borussia Dortmund konnte er nicht wirklich überzeugen. So, dann schauen wir uns jetzt natürlich auch mal die Offensive an. Fangen wir an, Nadim Amiri von Mainz, klar kannst du ihn mitnehmen. Denke ich mal, war schon für einige eine Überraschung, aber man darf nicht vergessen, gerade auch in der Bundesliga ist er flexibel einsetzbar. Zentrales Mittelfeld hat er in Mainz gespielt, aber auch offensives Mittelfeld. Und das ist natürlich schon eine Flexibilität, die kannst du immer schon bei einer WM gebrauchen. Zum Beispiel als offensiver Mittelfeldspieler hat er jetzt in der Bundesliga-Saison 9 Tore und eine Torvorlage für Mainz gegeben. Also schon eine starke Statistik. Dazu auch, wie gesagt, im Zentralmittelfeld gespielt, in dieser Saison in Mainz. Dort hat er ebenfalls 5 Tore erzielt und 3 Torvorlagen. Also Amiri, kann man da schon verstehen, dass Nagelsmann ihn da nominiert hat. Maximilian Bayer auf jeden Fall auch, ihn habe ich ja auch nominiert in meinem Deutschlandkader. Super Saison bei Borussia Dortmund, ich glaube 10 Tore, 10 Vorlagen. Aber auch wie er sich in der Abwehr mit einsetzt, seine Mentalität, er gibt von immer Gas, sobald er reinkommt oder in der Startelf steht, von der ersten Sekunde an, kannst du dich von der Leistung her mittlerweile auch auf einen Maximilian Bayer von Borussia Dortmund davon ausgehen, dass er immer alles gibt. Leon Goretzka auf jeden Fall auch. Klar hat man ja eh schon gehört, dass Nagelsmann wohl Goretzka von Anfang an bei der WM in der Startelf einsetzen wird. Da bin ich mal gespannt, ob es dann wirklich so kommt oder aber halt auch ein Felix Emmencha mit Pavlovic wäre, denke ich mal, auch nicht so ganz schlecht, weil ich sehe, der Emmencha gerade, was die Passqualität angeht oder auch, dass er da ein bisschen mehr die Spieler sieht als ein Goretzka, der klar auf jeden Fall kämpferisch sehr stark ist, Kopfball sehr stark ist, was ja Nagelsmann gerade an Goretzka ganz gut findet, die Kopfballstärke. Aber ich denke mal, da ist Emmencha eigentlich noch mehr der Spielertyp dafür, der auch ein Spiel lenken kann. Da bin ich mal gespannt, wie Nagelsmann dann wirklich im zentralen Mittelfeld aufstellen wird. So, ja, Kai Havertz, klar, den muss man mitnehmen, auf jeden Fall, kein Problem mit Kai Havertz, aber für mich ist Havertz kein richtiger Stürmer. Da gehört aber nach vorne schon jemand hin, der es auch wirklich gelernt hat, wie ein Woltemade, klar, oder ein Dennis Undaff, so ein Spieler. Kai Havertz ist für mich mehr ein Typ für das offensive Mittelfeld. Gut, er hat es mit seinem Tor Arsenal London quasi zur Meisterschaft in der Premier League geköpft, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, er ist kein Goalgetter und sowas brauchen wir von ihm. Wir hatten immer super Stürmer und wenn man 2 Spieler wie ein Dennis Undaff hat oder Nick Woldemade, ja, da muss man auch einen von beiden vorne spielen lassen. Wie gesagt, für mich ist ein Kai Havertz mehr ein Spieler auf jeden Fall für die Offensivposition, 10er-Position oder halt vielleicht dann auch noch über die Flügel oder vielleicht als hängende Sturmspitze. Aber gut, das gibt es nicht unbedingt bei uns im
in der deutschen Startelf. Daher würde ich sagen, Kai Havertz auf die 10er-Position. Klar, in der zweiten Hälfte, auch wenn er mega Potenzial hat. Wir haben da im Mittelfeld natürlich noch ganz andere Spieler, finde ich, vom Potenzial, die dahin gehören. Aber und vorne im Sturm gehört für mich entweder ein Undav oder ein Nick Woltemade. Klar, Lennart Kahl vom FC Bayern München, wie aber auch Jamie Leving vom VfB Stuttgart und natürlich auch Jamal Musiala haben sich natürlich die WM-Teilnahme auf jeden Fall verdient. Kahl in seiner ersten Saison beim FC Bayern schon mit super Leistung, 5 Bundesliga-Tore, aber auch 4 Tore in der Champions League und das gerade mal für einen 18-jährigen Spieler, also schon eine super Bilanz. Leveling immerhin auch mit starken 11 Toren und 12 Torvorlagen insgesamt in allen Wettbewerben für den VfB Stuttgart in dieser Saison. Dazu kann Leveling rechts außen spielen, wie aber auch links außen. Und das ist natürlich schon wichtig für eine Nationalmannschaft, Deutschland dann zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, wenn man so dann schon flexible Spieler im Kader hat. Und natürlich Jamal Musiala selbst, quasi eine Normalform, muss man so einen Spieler auf jeden Fall mit zu einer Weltmeisterschaft nehmen. Nagelsmann sagte auch, Musiala gehört zu den besten Spielern der Welt, ihn muss man einfach mitnehmen, so oder so. Ja, jetzt kommen wir zu einem Spieler, da denke ich mal, diskutieren die meisten Fußballfans drüber, Leroy Sané, mittlerweile Galatasaray Istanbul. Klar, Sané hat Riesenpotenzial, das wissen alle Fußballfans in ganz Deutschland. Aber ja, er zeigt es zu wenig. Erst bei den Bayern nicht immer überzeugt, dann auch jetzt bei Galatasaray konnte er auch nicht überzeugen und auch nicht wirklich konnte er sich in die Startelf durchsetzen. Gut, Nagelsmann begründete Sanés Nominierung unter anderem damit, dass Leroy Sané in den letzten 4 Länderspielen zum Beispiel 5 Scorerpunkte gesammelt hat. Und auch mega wichtig für das komplette Team wäre, verstehe ich ja, aber nur mit guter Laune gewinnst du keine Weltmeisterschaft. Klar, Sané fand ich auch immer super, aber er zeigt es einfach zu unkonstant. Und bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo du nur ein paar Spiele hast, musst du als Spieler mitnehmen, die schon zumindest versuchen, wenn sie eingewechselt werden oder in der Startelf stehen, von Anfang an ihr Bestes geben. Und das ist bei Sané halt leider immer so eine Sache. Für Leroy Sané hätte ich auf jeden Fall Said Elmalah von Köln mitgenommen. Elmalah hat einen ähnlichen Style, sagen wir mal, wie Sané, dazu aktuell schon, muss man sagen, in einer super Form und vom Typ her will Elmalah auf jeden Fall in jedem Spiel zeigen, was er kann. Weil nicht vergessen, wir brauchen auch schon noch Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Und Said Elmalah kommt immerhin auf 13 Bundesliga-Toren. Also für mich, ich hätte Said Elmalah auf jeden Fall mitgenommen. So, und dann natürlich auch Dennis Undav, Florian Wirtz und Nick Woltemade. Die gehören auf jeden Fall so oder so mit in den deutschen WM-Kader 2026. Undav aktuell der beste deutsche Stürmer mit insgesamt 25 Saisontoren. Wir aber auch, muss man sagen, starke 14 Vorlagen. Bei Wirtz muss ich auch sagen, zählt dasselbe wie bei Jamal Musiala. So ein Spieler wie Florian Wirtz mit so einem Weltklasse-Potenzial, den musst du einfach mit zu einer WM nehmen. Und ich sage, Musiala und Florian Wirtz werden das schon rocken. Und auch ein Nick Woltemade traue ich zu, für uns noch sehr viel wichtige Tore zu erzielen. Auch für ihn, muss man ehrlich sein, war es eine mega Umstellung beim Wechsel von der Bundesliga in die Premier League. Aber nochmal, Woltemade ist auch noch jung und wir haben schon gesehen, was er kann. Und ich denke mal, er und Undav werden uns schon in einigen Runden nach vorne schießen. Klar, Kai Havertz dann vielleicht auch schon. So, also soweit ist der Deutschlandkader, der WM-Kader von Julian Nagelsmann ja schon verständlich bzw. auch völlig in Ordnung. Ich hätte anstatt zum Beispiel, wie gesagt, ein Pascal Groß, Rüdiger, Amiri, gute Leistung in der Bundesliga oder aber auch Leroy Sané, hätte ich da zum Beispiel jetzt, ohne auf die Position zu schauen, wie gerade schon mal erwähnt, ein Said Elmalah mitgenommen, Quadrago von Leipzig oder auch im Sturm Nicolo Tresoldi. Also Tresoldi ist schon ein Stürmer, den hätte man jetzt zumindest nominieren müssen. Ob er dann spielt, ist die andere Sache.
aber was auch er in Belgien jetzt gezeigt hat, hätte man ihn eigentlich schon nominieren müssen. Und ja, auch diese Spieler, die ich gerade gesagt habe, haben in dieser Saison mehr als gezeigt, was sie können. Also ja, bis auf diese 2-3 Spieler, die ich nominiert hätte, ist dieser Deutschlandkader, der WM-Kader, auf jeden Fall schon sehr stark besetzt. Und wenn man sich die folgende die mögliche Deutschland-Startelf anschaut, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass wir diesmal, hoffe ich, nach längerer Zeit wieder mal das Viertelfinale einer WM erreichen können. Neuer im Tor, Schlotterbeck, Tah, Raum, Kimmich als Rechtsverteidiger, Pavlovic, Goretzka oder halt Ermencher, Wirtz im offensiven Mittelfeld eventuell, Jamal Musiala über links, Lennart Kahl über rechts außen oder halt zum Beispiel dann Woltemade im Sturm und Undav dann für die zweite Hälfte. Deswegen hoffe ich schon rechts außen, dass Nagelsmann sich traut, jetzt bei der WM auch dann wirklich auf Lennart Kahl zu setzen, anstatt Leroy Sané. Klar, Sané kannst du dann auf jeden Fall in den letzten 20 Minuten bringen mit seiner Schnelligkeit, seiner Technik und auch natürlich Torgefahr. Und ja, vielleicht schaffen wir sogar mehr als das Viertelfinale. Mal abwarten. Also ja, liebe Fußballfreunde, was sagt ihr über den deutschen Fußball-WM-Kader von Julian Nagelsmann? Und ja, was glaubt ihr, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026? Ab damit in die Kommentare. Also dann, bleibt sportlich und wir sehen uns beim nächsten Fußballvideo auf Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.